Alter, wie geil. Der Motor ist komplett Eigenbau. Die Milka-Kuh. Warum klingt der so komisch? Sitzbratwaffen. Ein Arschlag, nicht? Getriebe wissen wir bis heute nicht, von welcher NSU es ist. Das ist also der Grillo. Extrem clean, das ganze Ding. Aber wirkt so noch mal viel krasser. 47 Bonig auf 46 Kub. Zündung ist Temu. Ja, ich freue mich wirklich, wenn die drei Hebel nachher nebeneinander stehen. Saletti miteinander. Wir kommen in die letzten Züge vom Mofa-Kult Bildorf. Wir gehen jetzt alle Teams noch mal besuchen. Ihr seht in diesem Video gerade alle drei Projekte parallel. Let's go, gehen wir schauen. Deutschland, Schmeckt nach Ollis Hintern. Hallöchen! Moinsen! Lass mal vorbei. Olli! Der war gut. Peter, hi. Alter, wie geil. Ja, ein bisschen weiter wie letztes Mal. Ich höre mal zu. Erzähl mir was. Was willst du wissen, Herr? Was? Wo? Woher? Also Wieso? Was? ich kann dir gar nicht so viel sagen. Es ist einfach, wir hatten ja nie einen Plan dafür. Wir wussten, dass der Motor nachher so aussieht. Da haben wir auch an Peter völlig freie Hand gelassen und wollten uns auch gar nicht einmischen. Wir haben schon Geräusche rausgekriegt. Wir sind auch schon eine kleine Runde gefahren. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zündungseinstellungsprobleme. Wir haben mal kurz eine Liste überschlagen, wo wir alles aufgeschrieben haben, was wir für Teile verbaut haben, von welchen Motorrädern oder Mopeds. Und sie ist endlos. Sie ist so endlos. Das geht von Vans, Schuhgröße 43 über MG, Auto. Rahmen ist noch Rahmen ist komplett original. Die Stege haben wir von der Motopecan genommen. Der Tank müsste von der NSU Quick sein. Das Getriebe wissen wir bis heute nicht, von welcher NSU es ist. Motoren sind Motopecan, Zündung ist Temu. Aber ja. Die Fußrasten ist Lenker von keine Ahnung was. Irgendwas. Felgen sind von der Bergsteiger. Wir haben breitere Felgenringe reingemacht. Was mich noch interessiert, Lack. Das hast du gemacht? Geil. 5 Schichten habe ich da gemacht, und zwar von schwarz über braun, rot und so weiter. Dann ein helles Grün, das habe ich drauf gestrichen, dann nochmal mit Gold und so weiter. Das dann runtergeschliffen, dann noch das Pinstriping gemacht und das auch nochmal weggeschliffen und so weiter. Und das ist halt an den 3 Überall an allen Lamberteilen. Ich würde sagen, wir nehmen das gute Stück mal raus. Jetzt haben wir noch ein bisschen Tageslicht. Das ist nicht so schwer, das Ding. Richtig geil. Kleiner Chopper. Schön angerüstet. Einfach Doppelmotorgetriebe, Umlenkung. Aber wirkt so noch mal viel krasser. Ja, jetzt pass mal auf, bis man drauf sitzt, dann sieht es aus wie ein Kinderfahrrad. Aber geil, aber stimmig. Sprit ist wahrscheinlich noch genug drin. Warum klingt der so komisch? Hat er doch vorher nicht gemacht, oder? Ja, aber trotzdem dürfte er nicht so komisch klingen. Das Ding steht da. Das Ding hat den Motor eingepflanzt. Ich würde es kaufen. Warte, ich heb dich, kannst du Füße hochmachen. Geil. Oh Gott! Größte Herausforderung? Gar nichts. Gar nichts. Nein. Die zwei. Also ich sag weitestgehend eigentlich ganz entspannt. Also wir sind eigentlich super durchgekommen, also würde ich sagen. Und jetzt am Ende halt klar, jetzt noch die kleinen Probleme ausmerzen. Du? Ja, danke für eure Unterstützung. Wir konnten so gut wie nichts bei euch kaufen. Du hättest schon gekonnt. Wir haben gekauft, wir haben die Achsbolzen und die Lagerschalen und die Lager gekauft. Die Reifen Reifen haben wir bei hätten Kaufland. Einen bei Kaufland und einen bei... Griffe hätten wir, Federn hätten wir. Ich verstehe es ja, es muss ja auch alt sein, es muss ja auch passen. Wir hätten auch neue Schellen hier dran machen können. Genau. Will ich das? Nein. Das hier ist ein Karosserieblech, was wir zusammen gedengelt haben und dann einfach mit Salzwasser bearbeitet, damit es anfängt zu rosten. Für dich, Peter, größte Herausforderung wahrscheinlich? Ganz klar die Zeit. Also Die Zeit, ja, natürlich, wenn du weißt, dass du eine Deadline hast, dann musst du anders vorgehen, als wenn du wirklich sagst, hey, ich kann wirklich richtig systematisch Versuche machen und ausprobieren und wie könnte es denn vielleicht noch schöner sein. Wir mussten einfach sagen, hey, go. Ne? Das muss so und so und so. Und wie man das Ding am Anfang gesehen hat, an so ein Holzblech geschraubt, war es halt dann einfach an Metall eingebaut und gucken, ob es geht. Ne? Ja. Knappe 3 Monate so von, ihr könnt mal loslegen zu jetzt so. Also, das ist ganz klar. Sehr, sehr geil. Ich glaube, den Rest kriegt ihr in den Griff. Wir sind jetzt nebenan in der hauseigenen Kfz-Werkstatt, weil hier einfach ein bisschen mehr Platz ist und besseres Licht. Wir lassen jetzt die Motoren einzeln laufen oder wir versuchen sie einzeln zum Laufen zu bringen. Und wenn das funktioniert, dann wissen wir, dass sie einzeln laufen und versuchen es dann noch mal zusammen.
probieren wir den anderen, aber der wird warmes. wahrscheinlich ja nicht gehen. Ne? Der ging ja eben auch nicht. Aber gut, mal gucken mal. Also eigentlich müssten wir jetzt wirklich anfangen, mal Vergasereinstellungen probieren. Aber interessanterweise, jetzt liefen beide einzeln. Eigentlich müssten sie dann auch beide zusammenlaufen. Ja, schmeiß mal Kerze rein und gucken, ob sie beide zusammenlaufen. Ja. Also das Ding läuft auf beiden Zylindern, aber die Einstellung ist natürlich noch ein bisschen tricky. Ich würde sagen, wir stehen nicht mehr länger im Weg. Wir gehen weiter zum nächsten Team. Toi, toi, toi. Bis bald. Tschüss! Tschüss, Rina! Wir sind beim nächsten Standort, und zwar sind wir beim Team CH, beim Schweizer Team. Kofmehl und Crew sind hier hinter der Tür, sie warten schon auf uns. Ich bin sehr gespannt, wie das Göppeli aussieht. Let's go. Das Göppeli, Mann, wie das Mofa aussieht. Der Grillo des Todes. Jungs! Salut! Ui! Sag mal nochmal Heuer, das hätte ich noch nie gesehen. Ciao! Ai. Das ist also der Grillo. Also der gehört nicht dazu, das ist nicht Schwänzli. Das ist Nummer, das ist drin. Wir sind voll dran. Also, wir sind am Zusammenbau, wir sind am Aufbau. Lack ist dran. Wir haben normalerweise wäre die Lampe 20 cm weiter oben. Wir haben sie runtergesetzt, haben den Lenker rausgenommen, vorne tiefer gelegt, so viel wie es ist gegangen. Blockierung drauf, im Comic-Style. Das ist zuerst geairbrushed worden. Nachher hat man mit Filzstift die verschiedenen Silhouetten eingezogen. So wie hier. Ihr sind schon ein bisschen blöd vorher. Das Zeitenschütz, ja. Nach dem Airbrushen hat man es klar lacken, aber matt. Und jetzt sind wir eigentlich dran am Monocoque montieren, also der Unterbau. Der Unterbau ist nicht mehr von einem Grillo, der ist von einem Sei. Das haben wir vielleicht 4 cm gewonnen in der Länge. Das gibt mehrere Vorteile. Durch das haben wir natürlich nach hinten raus mehr Platz. Das haben wir hier natürlich dementsprechend auch freigestellt. Jawohl. Der Vergaser ist ja nachher drin. Zum Motor gibt es eigentlich viel zu erzählen. Komplett Eigenbau. Kann ich gar nicht sagen. Mal, du musst etwas sagen. Du musst jetzt erzählen. Jetzt schau dir das Ding mal an. Das Gehäuse ist komplett Ja. CNC. Selber gefräst. Ja, selber programmiert, selber konstruiert. Zylinder und Zeug ist gekauft natürlich. Mit Hüf. Was vielleicht zu sagen, das ist ein Prototyp-Zylinder. Der hat neu 47 Bohrung auf 46 Kub. Gibt ein bisschen Hubraum. Die Zündung ist komplett frei programmierbar. Gibt es bei euch im Shop. Also da könnt ihr richtig schön abstimmen. Totaler Gamechanger. Sehr Totaler Gamechanger. Also wirklich, das bringt noch richtig etwas. Ja. Wenn man es ein bisschen sauber macht und natürlich auf dem Prüfstand ist es natürlich top. Wie man sieht, haben wir doch ein bisschen abhobeln müssen, weil durch das Monocoque steht jetzt alles so flach, dass wir hier wirklich Schiss drin sind. Für die, die es natürlich denken, das gibt natürlich auch noch das Lüfterrädchen, das gibt es natürlich dazu. Das ist von der HP, das ist wirklich super. Das kommt jetzt drunter. Jetzt haben wir es gemacht. Und richtig tief runter, hä? So tief wie es noch geht. Ist du auf Block jetzt? Ja. Jetzt ist Block, ja. Da musst du jetzt auch nicht mehr federn. Beim Grillo bietet sich das natürlich auch an, weil du hast eine mega lange Feder. Das ist nicht wie beim Ciao, du hast eine mega lange Feder. Das heisst, die ist nachher auch geschraubt. Die Pneu haben wir vorne relativ eine Breite, aber man kann es noch breiter machen hinten. Der für hinten ist ein Dreier. Schön breit. Herz, schön. Ja, der Unterbau hat man verstärkt. Es ist alles verschweißt worden. Alles hat zusätzlich hier noch eine Platte reinbekommen. Damit wir ja hier mit einem Vergaser Platz haben, wird ja sowieso starr, gibt es nachher von hier der Aufbau nach oben. Bevor man etwas lacken, muss man natürlich wie immer schnell anpassen. Aber man kann ja das so rum. Ah, das wäre mal eine gute Idee. Ständer ist auch, das ist ein universaler von euch. Den tut man dann kürzer auf die Länge, der ist jetzt aktuell noch ein bisschen länger. Ständer gesagt. Hier haben wir für die Fussraste schon vorbereitet, damit wir nachher von hier eine Verschraubung machen können. Nur auf dem Trittbrett stehen ist auch nicht so geil. Ja. Ein fieses kleines Ding, hä? Schön Ich würd so tief, sagen. Leistung bis weiss Genau. ich wo. Wir haben selber mega Freude auch beim Bauen gehabt, muss man sagen. Es Sehr ist- cool. Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe irgendwie so 2, 3, 4, 5 Fragen, aber ich glaube, ich lasse euch einfach ein bisschen arbeiten. Legen wir los? Einfach für euch zu sagen, affengeil. Richtig geil. Ich habe gehofft, dass er auf Lowrider geht, dass er wirklich am Boden runterknallt. Krasser kannst du es nicht mehr machen, oder? Also sie fahren jetzt hier im Hintergrund schon mal weiter. Eben, das Ganze wird noch ein bisschen angepasst. Das Ganze muss natürlich customisiert werden, weil mit so einem Motor das alles braucht Anpassungen. Wir können gerne ein bisschen zuschauen. Das war vorher die Grillo-Abdeckung. So. Jetzt haben wir ja alles geschaut, was tiefer ist. Jetzt hast du gerade gesagt, der Sattel ist auch tiefer. Das ist nicht mehr original. Genau, das ist auch noch wichtig zu sagen. Normalerweise wäre hier eine Plastikabdeckung dran. Das ist komplett Eigenbau. Da haben wir uns natürlich auch noch eine schöne Scheibe von abgeschnitten. Das ist auch schön tiefer. He? Es sind wirklich mega viele Teile, die wir abgeschraubt haben beim ersten Mal, haben wir wirklich verwendet. Sehr viel Detailarbeit wirklich drin. Mir Ja. gefällt das Fitment da passt. Du musst rein, vielleicht wird es noch ein bisschen grösser, aber das ist geil. 3 Zoll Pneu an Anschlag an. Am Limit. Und Und der Motor, hey. So, Herz kommt rein. Schauen Sie bei dir.
Das ist jetzt schauen, ob alles passt. Eben, wie gesagt, es wird nachher noch lackiert, darum ist keine Lüfterabdeckung drauf. Nicht, dass wir einen Kommentar nachher hören, da fehlt das Lüfterabdeckung Ja, kommst du auch über, wenn es nachher noch machst. Die Doppel haben das nicht gemacht. Jetzt kommen wir natürlich hier ja nicht rein. Jetzt Jawohl. ist ganz einfach. Wir gehen hier unten rauf. Darum haben wir nicht aufgemacht, Genau. oder? Dann können wir natürlich hier rein, dann können wir den hier setzen. Wir haben relativ viel Platz und wir gehen natürlich jetzt in den ganzen Kasten rein. Normalerweise das Federbein wäre. Normalerweise wäre hier das Federbein drin. Und jetzt müssen wir einfach hier messen. Und dann machen wir hier 2 Gummibuchsen und schrauben dort Aluklotz rein. Ja. Einfach. Was wir jetzt eben noch nicht genau wissen, was wir da drauf tun, für einen Auspuff oder wie wir es tun. Wir haben natürlich hier den Anflansch, genau, so, vom Platz her. Wir wissen noch nicht, was wirklich drauf kommt. Da haben wir x Varianten. Und wenn wir auf dem Prüfstand sind, werden wir auch 2 Sachen müssen machen, was funktioniert und montiert kann werden. Ja. Das wird auch ein Gleichgewicht sein. Ja. Thema die Füße an, wo könnten sie benennen? Ja. Da kommt schon irgendwie, oder? Wie gesagt, Sattel ist noch das Thema. Ich habe mir jetzt erst auch überlegt, weißt, die Kunststoffteile alle auch mit zu lackieren. Ich glaube, ein bisschen schwarz drin. Also ich finde es gerade sehr geil. Es gibt einen schönen Kontrast. Und es soll ja immer noch das Grillo bleiben. Ja, ich freue mich wirklich, wenn die 3 Hübel nachher nebeneinander stehen. Das gibt ein richtig geiles Ja, Bild. es, So, wie so gesagt, verschieden, so gut. Genau, Wirklich, ja. Wirklich, ja. Ich würde sagen, wir gehen in dem Fall gleich weiter. Mofa Mano, wir haben noch ein Date mit ihm und wir natürlich seinen Hübel auch noch anschauen. Für euch schönes Tägli. Viel Erfolg beim Weiterarbeiten. Machen wir das Finish und Und, dann ich würde noch ein Video, wie das Ding ballert. sehen wir uns am 7. Genau, affengeil. Hey, macht's gut. Tschüss Ciao, zusammen. ciao. Knaller zünden, du! So, Saletti, wir sind beim 3. Besuch und ihr seht, wir sind beim Mofa-Kult. Wir haben nämlich das Glück, dass es so kurz vor dem Finale ist, dass der Mofa-Mann noch entschieden hat, er kommt zu uns, bastelt hier bei uns im Studio noch die letzten Teile an. Er ist schon vor Ort, ist am Abladen. Checken wir sein Bike ab. Let's go! Also, sie sind angekommen, ihr seht es. Ich traue mich gar nicht zum Aussprechen. Ich sage sicher falsch. Könnt ihr mal aussprechen, oder hinten drauf steht? Wasekusa. Wir sind jetzt gerade direkt von, ich will sagen Salzburg, aber vom schönen Tirol, von Erpfendorf, da gefahren. Roger, was du hast? Können wir da schon aufmachen? Können wir hinschauen? Ja. Ich hole das zweite Mikrofon, weil ich bin da der Gabelschlüssel her. Oha! Das ist der Radley! Oha! Die Milka-Kuh! Affengeil! Geil, laden wir ab, nehmen wir es schnell ins Studio und dann machen wir das Ding parat fürs Finale. Ich bin sehr erfreut, dass ihr euch farblich passend gekleidet habt. Sogar meine Söckchen Ja, passen. sogar meine Söckchen passen. Weißt du, was sagen meine Socken zu diesem Projekt? Was sagen Sie? Thumbs up. Es ist kühl, nehmen wir das Ding auf. Ich mag gar nichts sagen. Ich kann Ihnen 2 das Mikrofon geben und kann einfach ein bisschen warten. So, ihr Lieben, könnt ihr mir ein bisschen etwas über das Mofa erzählen? Wir haben ja gesehen, Hochmaxi S, wir haben gesehen, ihr habt da hinten geschweißt und geschliffen und alles. Und du hast den ersten Motor zusammengebaut. Das Moped ist inspired. Meine Lieblingsfarben. Genau, und wir haben jetzt einfach Milka mitgebracht. Ein bisschen aus Bestechern natürlich. Weil das muss natürlich auch sein. Genau. Und die mehreren Details erzählt der Manu. Auf Stimmenfang. Pfützbratewaffen haben wir eingebaut, die was überall schleifen, wie sie das geschweißt hat. Also das passt nicht ganz genau. Sinnlose Maxi N. Seitenverkleidung, was nicht passt. Finde ich schöner aus wie vorne, wenn das so rübergeht. Ja. Den Vergaser soll man schon sehen dürfen. Baudenzüge versteckt. Baudenzüge in der gleichen Farbe wie der Lack ist. Es soll gefahren werden, also nur schön ist es nicht. Wirklich, aber extrem clean, das ganze Ding. So war der Plan eigentlich. Ich habe sogar da die Elektrik, habe ich einen Baudenzug. Da ist ja die Spirale drin, habe ich ausgezogen, dass die Elektrik durch den Baudenzug raufkommt. Weil Schrumpfschlauch in beige passt noch nicht mehr zu der Farbe. Ein großes Problem haben wir heute, der Tank ist undicht. Unser größtes Augenmerk war, dass wir es einfach fahren und dass uns nicht bei jeder Polizeikontrolle aussagen. Also sie nehmen die wahrscheinlich schon raus, aber einfach zum Ding an. Ja, weil ich einfach drauf sitze. Ja, und wie es so geil aussieht. Ja, deswegen, wir haben jetzt noch nicht einmal die Löcher gebaut fürs Nummerntafel hinten. Ja. Genau, Also das schauen wir da noch. werden wir nur die seitliche Halterung kaufen. Ich will jetzt nicht mehr in Lack reinbauen. CNC4, gell? Geil, fette Speicher. Ja, die müssen ja Ja, die ganzen irgendwie. Burnouts aushalten. Ja. Immer Passt. putzen, gell? Wenn du Immer fährst, putzen. putzen. Lila Hunden musst du dabei haben. Ja, geil. Ich würde sagen, ihr zieht nochmal alle Schrauben an, macht das Ding fertig. Ja. Und dann gehen wir ins Finale. Woo!
Hammermäßig. Finale! Oh. So, also wir haben die 3 Teams gesehen. Sie setzen noch die letzten Schrauben fest. Die anderen sind sicher auch noch am Endspurt, weil heute Abend ist das Finale. Für euch gibt es das natürlich im nächsten Video. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren. Lasst ein Like da für alle Teams, die haben jetzt alle gesehen. Team Österreich. Also wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und ciao. Ciao, ciao.